Guten Tag an alle deutschen Lerner da draußen. Willkommen zurück bei Wow Spoken German. Ich bin Peter und ich muss euch gleich zu Beginn etwas gestehen. Heute fühle ich mich nicht besonders gut. Adele, ich glaube, ich werde krank. Oh nein, Peter, das tut mir leid zu hören. Hallo zusammen, ich bin Adele. Peter, was fehlt dir denn genau? Beschreib mir mal, wie du dich fühlst. Also, zuerst habe ich heute Morgen bemerkt, dass mein Hals kratzt. Weißt du, dieses unangenehme Gefühl, wenn man schluckt? Und dann habe ich angefangen zu niesen. Schon 5-mal in der letzten Stunde. Das klingt nach einer Erkältung, Peter. Hast du auch Kopfschmerzen? Oft kommen die zusammen mit einem kratzenden Hals. Liebe Zuhörer, kennt ihr diese Symptome auch? Schreibt uns in die Kommentare, wie oft ihr im Jahr erkältet seid. Ja, genau. Mein Kopf tut weh, besonders hier vorne an der Stirn. Und ich fühle mich so müde, obwohl ich letzte Nacht 8 Stunden geschlafen habe. Ich könnte mich jetzt sofort wieder hinlegen. Das ist typisch für eine Erkältung, Peter. Der Körper braucht viel Energie, um gegen die Viren zu kämpfen. Hast du auch Fieber? Fühlst du dich heiß? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe kein Thermometer zu Hause, aber ich friere manchmal und dann schwitze ich plötzlich. Ist das Fieber? Das könnte durchaus Fieber sein. Weißt du, Peter, ich erinnere mich an letzten Winter, als ich krank war. Ich hatte genau dieselben Symptome, wie du jetzt beschreibst. Ich lag 3 Tage im Bett. 3 Tage? Oh je, ich hoffe, es wird bei mir nicht so schlimm. Ich habe so viel zu tun diese Woche. Adele, was hast du damals gemacht, um schneller gesund zu werden? Als erstes bin ich zum Arzt gegangen. Das ist immer eine gute Idee, besonders wenn das Fieber hoch ist. Der Arzt hat mich untersucht und mir gesagt, ich soll viel trinken und mich ausruhen. Zum Arzt gehen, ja, das sollte ich wahrscheinlich auch machen. Aber weißt du, ich hasse es, beim Arzt im Wartezimmer zu sitzen. Dort sind so viele andere kranke Menschen und man wartet ewig. Ich verstehe dich, Peter. Aber manchmal ist es wirklich notwendig. Du kannst ja vorher anrufen und einen Termin vereinbaren. Dann musst du nicht so lange warten. Habt ihr das schon mal gemacht, liebe Zuhörer? Wie ist das Gesundheitssystem in eurem Land? Du hast recht, ich sollte anrufen. Aber sag mal, Adele, gibt es nicht auch Hausmittel, die helfen können? Meine Oma hat früher immer gesagt, Hühnersuppe ist die beste Medizin. Deine Oma hatte absolut recht. Hühnersuppe ist wunderbar, wenn man krank ist. Sie ist warm, nahrhaft und hilft dem Körper. Ich trinke auch immer viel Tee mit Honig und Zitrone, wenn ich erkältet bin. Tee mit Honig und Zitrone, das klingt gut. Ich habe gerade nur schwarzen Tee zu Hause. Meinst du, das hilft auch? Oder muss ich in den Supermarkt gehen und Kräutertee kaufen? Schwarzer Tee geht auch, aber Kräutertee ist besser für eine Erkältung. Besonders Kamillentee oder Pfefferminztee. Sie beruhigen den Hals und helfen beim Atmen, wenn die Nase verstopft ist. Meine Nase ist noch nicht verstopft, aber sie läuft ständig. Ich habe schon eine ganze Packung Taschentücher heute verbraucht. Das ist so nervig. Oh ja, eine laufende Nase ist wirklich unangenehm. Du solltest immer ein Taschentuch in der Tasche haben. Und vergiss nicht, dir oft die Hände zu waschen, damit du andere Menschen nicht ansteckst. Stimmt. Ich will ja niemanden anstecken. Adele, glaubst du, ich sollte zu Hause bleiben und nicht arbeiten gehen? Oder kann ich trotzdem ins Büro? Peter, wenn du Fieber hast und dich so schlecht fühlst, solltest du definitiv zu Hause bleiben. Erstens brauchst du die Ruhe, um gesund zu werden. Und zweitens, willst du deine Kollegen nicht krank machen, oder? Nein, natürlich nicht. Du hast recht. Ich rufe gleich meinen Chef an und sage ihm, dass ich krank bin. Was sage ich denn am besten? Ich bin mir immer unsicher, wie man das auf Deutsch ausdrückt. Das ist ganz einfach, Peter. Du sagst, Guten Tag, hier ist Peter. Ich fühle mich heute nicht gut und kann leider nicht zur Arbeit kommen. Ich bin krank. So einfach ist das. Okay, das klingt nicht so kompliziert. Und was, wenn mein Chef fragt, was mir fehlt? Muss ich ihm alles genau erzählen? Du kannst sagen, ich habe eine Erkältung oder ich habe Fieber und Kopfschmerzen. Du musst nicht alle Details erzählen, wenn du nicht möchtest. Das ist deine Privatsache. Verstehe.
Und wie lange sollte ich zu Hause bleiben? 1 Tag, 2 Tage? Das hängt davon ab, wie du dich fühlst, Peter. Normalerweise dauert eine Erkältung 3 bis 7 Tage. Du solltest so lange zu Hause bleiben, bis das Fieber weg ist und du dich wieder stark genug fühlst. 3 bis 7 Tage. Das ist ja lange. Ich hoffe wirklich, dass es bei mir schneller geht. Gibt es etwas, das die Erkältung schneller verschwinden lässt? Leider gibt es keine Wundermittel, Peter. Aber du kannst deinem Körper helfen. Trinke viel Wasser und Tee, iss gesund, schlafe viel und ruhe dich aus. Das sind die besten Dinge, die du tun kannst. Viel schlafen? Ja, das klingt nach einem guten Plan. Aber Adele, manchmal kann ich nicht gut schlafen, wenn ich krank bin. Meine Nase ist verstopft oder ich huste die ganze Nacht. Was machst du dann? Oh ja, das kenne ich. Wenn meine Nase verstopft ist, stelle ich einen Luftbefeuchter in mein Schlafzimmer. Das hilft sehr. Oder du kannst ein Dampfbad machen vor dem Schlafen. Einfach heißes Wasser in eine Schüssel geben und den Dampf einatmen. Ein Dampfbad, das ist eine gute Idee. Meine Mutter hat das früher auch immer gemacht, wenn ich krank war. Sie hat noch Kamille ins Wasser gegeben, das hat so gut gerochen. Genau, Kamille ist perfekt dafür. Du kannst auch ein paar Tropfen ätherisches Öl verwenden, wie Eukalyptusöl oder Pfefferminzöl. Das öffnet die Atemwege und man kann besser atmen. Ich habe kein ätherisches Öl zu Hause, aber ich schreibe es auf meine Einkaufsliste für das nächste Mal. Adele, sagst du mir noch, wie ich das im Laden frage? Ich bin manchmal unsicher in der Apotheke. Klar, Peter. Du gehst in die Apotheke und sagst, Guten Tag, ich hätte gerne ätherisches Eukalyptusöl. Oder du fragst, haben Sie etwas gegen Erkältung? Die Apotheker helfen dir dann gerne weiter. Gegen Erkältung, okay, das ist gut zu wissen. Und was ist mit Medikamenten? Sollte ich Tabletten nehmen? Bei einer normalen Erkältung brauchst du normalerweise keine starken Medikamente, Peter. Aber wenn deine Kopfschmerzen sehr stark sind, kannst du eine Schmerztablette nehmen. Oder wenn das Fieber zu hoch ist, gibt es Tabletten, die das Fieber senken. Wie hoch ist zu hoch? Ich weiß nicht genau, ab welcher Temperatur es gefährlich wird. Fieber ab 38 Grad ist schon recht hoch. Ab 39 oder 40 Grad solltest du unbedingt zum Arzt gehen. Das ist dann kein normales Erkältungsfieber mehr. Liebe Zuhörer, wisst ihr, wie man auf Deutsch über Temperaturen spricht? Schreibt es in die Kommentare. 40 Grad, das klingt wirklich viel. Ich hoffe, mein Fieber ist nicht so hoch. Adele, ich habe noch eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen einer Erkältung und einer Grippe? Ich verwechsle das manchmal. Das ist eine sehr gute Frage, Peter. Viele Menschen verwechseln das. Eine Erkältung kommt langsam. Erst kratzt der Hals, dann läuft die Nase, dann kommen vielleicht Kopfschmerzen dazu. Eine Grippe kommt plötzlich und ist viel heftiger. Plötzlich und heftiger? Was meinst du damit genau? Bei einer Grippe bekommst du auf einmal hohes Fieber, vielleicht 39 oder 40 Grad. Dein ganzer Körper tut weh, die Muskeln, die Gelenke. Du fühlst dich richtig krank und schwach. Eine Erkältung ist meistens milder. Aha, verstehe. Dann habe ich wahrscheinlich nur eine Erkältung und keine Grippe. Das ist ja schon mal gut. Aber sag mal, Adele, kann eine Erkältung auch schlimmer werden? Wann sollte ich wirklich zum Arzt gehen? Du solltest zum Arzt gehen, wenn das Fieber sehr hoch ist oder länger als 3 Tage bleibt. Auch wenn du starke Schmerzen in der Brust hast oder nur schwer atmen kannst. Oder wenn die Symptome nach einer Woche nicht besser werden. Starke Schmerzen in der Brust, schwer atmen, hohes Fieber, verstehe. Ich schreibe mir das auf. Gibt es noch andere Warnsignale? Ja. Wenn dein Husten grün oder gelb ist, also wenn du farbigen Schleim hustest, solltest du auch zum Arzt gehen. Das könnte eine bakterielle Infektion sein. Und dann brauchst du vielleicht Antibiotika. Antibiotika, ja, davon habe ich schon gehört. Aber die helfen doch nicht bei Viren, oder? Ich glaube, ich habe das mal gelesen. Richtig, Peter. Antibiotika helfen nur bei bakteriellen Infektionen, nicht bei Viren. Die meisten Erkältungen werden durch Viren verursacht. Deswegen verschreiben Ärzte nicht immer Antibiotika.
Der Körper muss selbst gegen die Viren kämpfen. Ach so, das macht Sinn. Dann sind die ganzen Tipps mit Tee trinken, Schlafen und Ausruhen wirklich das Beste, was ich tun kann. Genau. Dein Körper ist stark und kann sich selbst heilen, wenn du ihm die richtige Unterstützung gibst. Und Peter, vergiss nicht, es ist völlig okay, krank zu sein. Du musst nicht stark sein und weiterarbeiten. Ruhe ist wichtig. Danke, Adele, das ist wirklich beruhigender zu hören. Manchmal fühle ich mich schuldig, wenn ich nicht arbeite, aber du hast recht, Gesundheit geht vor. Absolut. Gesundheit ist das Wichtigste. Und weißt du was, Peter? Wenn du zu früh wieder anfängst zu arbeiten, kann die Erkältung zurückkommen oder noch schlimmer werden. Also nimm dir die Zeit, die du brauchst. Das ist ein guter Punkt. Ich kenne jemanden, der immer zu früh wieder arbeiten geht und dann ist er den ganzen Winter über krank. Das will ich nicht. Genau, das ist schlau. So, Peter, jetzt habe ich eine Frage an dich. Wie willst du den Rest des Tages verbringen? Legst du dich jetzt gleich ins Bett? Ja, ich denke schon. Aber zuerst rufe ich meinen Chef an, dann gehe ich in die Apotheke und kaufe Kräutertee und vielleicht ein paar Taschentücher und dann ab ins Bett mit einer großen Tasse Tee. Das klingt nach einem perfekten Plan, Peter. Und vergiss nicht, viel zu trinken. Mindestens 2 Liter Wasser oder Tee am Tag, wenn du krank bist. 2 Liter, okay. Das ist ziemlich viel, aber ich werde es versuchen. Adele, noch eine letzte Frage. Was kann ich essen, wenn ich krank bin? Ich habe nicht viel Appetit, aber ich sollte wahrscheinlich trotzdem etwas essen. Wenn du keinen großen Appetit hast, ist das normal bei einer Erkältung. Iss leichte Sachen wie Suppe, Toast, Obst oder Joghurt. Deine Großmutter hatte recht mit der Hühnersuppe. Die ist perfekt, wenn man krank ist. Leichte Sachen, verstehe. Ich glaube, ich habe noch Tomatensuppe zu Hause, die werde ich mir heute Mittag warm machen und vielleicht esse ich eine Banane. Das ist eine gute Wahl, Peter. Bananen sind sehr gesund und leicht verdaulich. Sie geben dir Energie, ohne deinen Magen zu belasten. Und die Suppe wärmt dich von innen. Super, danke für all die Tipps, Adele. Ich fühle mich jetzt schon etwas besser, nur weil ich weiß, was ich tun muss. Auch wenn mein Hals immer noch kratzt und mein Kopf wehtut. Ich freue mich, dass ich dir helfen konnte, Peter. Und liebe Zuhörer, wir hoffen, dass ihr heute viel gelernt habt über das Thema Kranksein auf Deutsch. Habt ihr noch Fragen? Schreibt sie in die Kommentare. Ja, genau. Und erzählt uns, was ihr macht, wenn ihr krank seid. Trinkt ihr auch Tee? Oder habt ihr andere Geheimtipps? Wir sind sehr gespannt auf eure Antworten. Peter, ich wünsche dir gute Besserung. Hoffentlich fühlst du dich bald wieder besser. Ruh dich gut aus und schlaf viel, okay? Danke, Adele, das werde ich tun. Und an alle Zuhörer, wenn ihr das nächste Mal erkältet seid, denkt an unsere Tipps heute. Trinkt viel, ruht euch aus und geht zum Arzt, wenn es nötig ist. Genau. Und noch etwas Wichtiges, liebe Zuhörer. Wenn ihr mit deutschen Freunden oder Kollegen sprecht und ihr seid krank, könnt ihr sagen, mir geht es nicht gut oder ich fühle mich krank oder ich bin erkältet. Das sind alles nützliche Sätze. Sehr gut, Adele. Und wenn jemand euch fragt, wie geht es dir? Und ihr seid krank, dann seid ehrlich. Sagt, nicht so gut, ich bin leider krank. Deutsche Menschen sind sehr verständnisvoll, wenn es um Krankheit geht. Das stimmt, Peter. Und noch ein Tipp. Wenn ein Freund krank ist, kannst du sagen, gute Besserung. Das ist ein sehr häufiger und freundlicher Ausdruck. Oder du fragst, geht es dir besser? Wenn du die Person später wieder siehst. Gute Besserung, ja, das sage ich auch immer. Es ist so ein schöner Ausdruck. Und wenn man zum Arzt geht, vergisst nicht, eure Versicherungskarte mitzunehmen. Das ist sehr wichtig in Deutschland. Oh ja, die Versicherungskarte. Ohne die kann man nicht zum Arzt gehen oder man muss alles selbst bezahlen. Habt ihr das in eurem Land auch, liebe Zuhörer? Wie funktioniert das Gesundheitssystem bei euch? Das ist interessant, wie unterschiedlich das in verschiedenen Ländern ist. In Deutschland haben wir ein sehr gutes Gesundheitssystem. Die meisten Menschen haben eine Krankenversicherung und der Arztbesuch kostet dann nichts oder nur sehr wenig. Richtig, Peter. Und noch etwas. In Deutschland gibt es einen Unterschied zwischen der Apotheke und der Drogerie. In der Apotheke bekommst du Medikamente,
In der Drogerie bekommst du andere Dinge wie Vitamine, Nasenspray oder Hustenbonbons. Stimmt, das ist ein wichtiger Unterschied. Wenn ich also Schmerztabletten brauche, gehe ich in die Apotheke. Aber wenn ich nur Taschentücher oder Vitamine kaufen will, kann ich auch in die Drogerie oder den Supermarkt gehen. Genau. Und in der Apotheke kannst du auch um Rat fragen. Die Apotheker sind sehr gut ausgebildet und können dir sagen, welches Medikament für deine Symptome am besten ist. Du musst nicht immer sofort zum Arzt. Das ist praktisch. Also wenn ich unsicher bin, kann ich zuerst in die Apotheke gehen und fragen. Und wenn es dann nicht besser wird oder schlimmer wird, gehe ich zum Arzt. So mache ich das normalerweise auch. Sehr gut, Peter. So, ich denke, wir haben heute wirklich viel über das Thema Krankheit gesprochen. Unsere Zuhörer wissen jetzt, wie man auf Deutsch über Symptome spricht, wie man zum Arzt geht und was man tun kann, um schneller gesund zu werden. Ja, das war eine sehr informative Episode. Ich hoffe, unsere Zuhörer müssen diese Wörter nicht so oft benutzen, aber es ist gut zu wissen, wie man darüber spricht, falls es doch nötig ist. Absolut. Gesundheit ist so wichtig und wenn man in Deutschland lebt oder Deutschland besucht, sollte man diese Wörter und Ausdrücke kennen. Peter, gehst du jetzt wirklich nach Hause und ins Bett? Ja, ich denke, das ist wirklich das Beste für mich jetzt. Mein Kopf tut immer noch weh und ich fühle mich müde. Ich brauche definitiv Ruhe. Dann mach das, Peter. Kümmere dich gut um dich selbst. Und liebe Zuhörer, vergesst nicht, übt die neuen Wörter, die ihr heute gelernt habt. Schreibt Sätze in die Kommentare mit Wörtern wie Kopfschmerzen, Fieber, Husten oder Schnupfen. Ja, üben ist so wichtig und wenn ihr diese Wörter ein paar Mal benutzt, werdet ihr sie nie vergessen. Dann seid ihr bereit, wenn ihr wirklich mal zum Arzt gehen müsst oder wenn ein Freund euch fragt, wie es euch geht? Genau, Peter. So, bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch einmal alle wichtigen Wörter wiederholen, die wir heute gelernt haben. Krank sein, sich schlecht fühlen, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Fieber, Husten, Schnupfen, zum Arzt gehen, Apotheke, Medikamente, Tee trinken, ausruhen, schlafen. Das sind wirklich viele nützliche Wörter. Und vergesst nicht die Ausdrücke: Mir geht es nicht gut, ich bin erkältet, gute Besserung und ich brauche Ruhe. Diese könnt ihr sofort in echten Gesprächen benutzen. Wunderbar, Peter. So, ich denke, wir sollten jetzt wirklich Schluss machen, damit du dich ausruhen kannst. Liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart bei Wow Spoken German. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt viel gelernt heute. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr deutsche Konversationen hören möchtet. Und aktiviert die Glocke, damit ihr keine neue Episode verpasst. Und schreibt uns in die Kommentare, welche Themen ihr in Zukunft hören möchtet. Wollt ihr mehr über Gesundheit lernen? Oder über andere Alltagssituationen? Wir freuen uns auf eure Ideen. Genau, eure Meinung ist uns sehr wichtig. Und teilt diese Episode gerne mit euren Freunden, die auch Deutsch lernen. Je mehr Menschen zusammen lernen, desto mehr Spaß macht es. So wahr, Peter. Gemeinsam lernen ist immer besser. So, jetzt aber wirklich. Gute Besserung, Peter. Ich hoffe, du fühlst dich morgen schon viel besser. Danke, Adele. Ich werde all deine Tipps befolgen. Viel Tee, viel Schlaf. Und vielleicht gehe ich morgen zum Arzt, wenn es nicht besser wird. Bis bald und bleibt alle gesund, liebe Zuhörer. Ja, bleibt gesund. Oder wenn ihr krank seid, werdet schnell wieder gesund. Bis zum nächsten Mal bei Wow Spoken German. Tschüss. Tschüss, macht es gut. Wartet, Peter, bevor du gehst. Ich habe gerade an etwas gedacht. Was machst du eigentlich, wenn du krank bist und alleine zu Hause wohnst? Wer kümmert sich um dich? Oh, das ist eine gute Frage, Adele. Wenn ich krank bin und alleine wohne, ist das manchmal wirklich schwierig. Ich muss alles selbst machen, auch wenn ich mich sehr schlecht fühle. Ich muss selbst einkaufen gehen oder Essen bestellen. Das verstehe ich gut, Peter. Hast du Familie oder Freunde in der Nähe, die dir helfen können? Manchmal ist es wichtig, um Hilfe zu bitten, wenn man wirklich krank ist. Ja, ich habe ein paar Freunde hier in der Stadt. Aber weißt du, es ist mir oft peinlich, sie anzurufen und zu sagen, kannst du mir bitte helfen? Ich bin krank und brauche etwas aus dem Supermarkt. Das fühlt sich komisch an. Peter, du solltest dich nicht schämen.
Gute Freunde helfen gerne, wenn jemand krank ist. Und du würdest doch auch deinen Freunden helfen, wenn sie krank wären, oder? Das ist ganz normal und menschlich. Du hast recht, Adele. Ich würde meinen Freunden sofort helfen. Vielleicht sollte ich wirklich öfter um Hilfe bitten. Liebe Zuhörer, wie macht ihr das? Bittet ihr eure Freunde um Hilfe, wenn ihr krank seid? Schreibt es uns. Das ist eine wichtige Frage für unsere Zuhörer. Und Peter, es gibt auch andere Möglichkeiten. In vielen Städten in Deutschland gibt es jetzt Lieferdienste für Lebensmittel und auch für Medikamente aus der Apotheke. Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Man kann online bestellen und dann bringt jemand die Sachen direkt zur Tür. Das ist perfekt, wenn man zu krank ist, um das Haus zu verlassen. Genau. Du kannst im Internet bestellen oder eine App benutzen. Viele Supermärkte und Apotheken bieten diesen Service an. Es kostet vielleicht ein bisschen extra, aber wenn du krank bist, ist es das wert. Das ist wirklich praktisch. Und weißt du was, Adele? Ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber es wäre gut, immer ein paar Dinge zu Hause zu haben für den Fall, dass man krank wird. So eine Art Notfallvorrat. Oh, das ist eine ausgezeichnete Idee, Peter. Was würdest du denn in so einem Notfallvorrat haben wollen? Lass mich überlegen, auf jeden Fall Taschentücher, viele Taschentücher, dann Tee, verschiedene Sorten wie Kamillentee und Pfefferminztee und Honig für den Tee, vielleicht auch Schmerztabletten und etwas gegen Fieber. Sehr gut, Peter. Ich würde auch Dosensuppe empfehlen, die man schnell warm machen kann. Und Zwieback oder Kekse, die man essen kann, wenn der Magen empfindlich ist. Und ganz wichtig, genug Wasser oder Saft. Zwieback, ja, den hatte ich total vergessen. Meine Mutter hat mir das früher immer gegeben, wenn ich Bauchweh hatte. Der ist so leicht und mild für den Magen. Genau. Und noch ein Tipp, Peter. Wenn du das nächste Mal in die Apotheke gehst, frag nach einem Fieberthermometer. Das sollte jeder zu Hause haben. Dann weißt du immer genau, ob du Fieber hast oder nicht. Ein Fieberthermometer, richtig. Das werde ich heute kaufen. Dann muss ich nicht mehr raten, ob ich Fieber habe. Ich kann es einfach messen. Perfekt. Und weißt du, Peter, es gibt auch digitale Thermometer, die sehr schnell und einfach zu benutzen sind. Die sind besser als die alten Quecksilberthermometer. Digitale Thermometer, verstehe. Die zeigen dann die Temperatur auf einem kleinen Display an, richtig? Das ist viel einfacher abzulesen. Ja, genau. Und sie piepen, wenn die Messung fertig ist. Man muss nicht lange warten. Das ist besonders praktisch, wenn man sich sowieso schon schlecht fühlt und nicht lange stillsitzen will. Das klingt wirklich gut. Adele, ich merke gerade, dass ich gar nicht so gut vorbereitet bin für Krankheiten. Ich sollte wirklich einen kleinen Medizinschrank zu Hause haben mit all diesen Sachen. Das ist eine sehr erwachsene Erkenntnis, Peter. Ein gut ausgestatteter Medizinschrank ist wirklich wichtig. Und liebe Zuhörer, habt ihr einen Medizinschrank zu Hause? Was habt ihr darin? Teilt eure Tipps in den Kommentaren. Ja, wir wollen von euch lernen. Vielleicht habt ihr Dinge im Medizinschrank, an die wir noch gar nicht gedacht haben. Jedes Land hat ja auch seine eigenen Hausmittel und Traditionen. Das stimmt, Peter. Das ist sehr interessant. In manchen Ländern trinkt man bei Erkältung warme Milch mit Honig. In anderen Ländern trinkt man Ingwertee. Es gibt so viele verschiedene Methoden. Ingwertee, den habe ich noch nie probiert, wenn ich krank war. Ist der gut gegen Erkältung? Ja, Ingwer ist sehr gut. Er wärmt den Körper von innen, stärkt das Immunsystem und hilft gegen Übelkeit. Wenn du das nächste Mal krank bist, probier mal Ingwertee mit Honig und Zitrone. Das werde ich machen. Vielleicht kaufe ich heute schon frischen Ingwer, wenn ich zur Apotheke gehe. Dann habe ich ihn zu Hause, wenn ich ihn brauche. Gute Idee, Peter. Frischer Ingwer hält sich lange im Kühlschrank. Du schneidest einfach ein paar Scheiben ab, gießt heißes Wasser darüber, lässt es 10 Minuten ziehen und fertig ist der Tee. Das klingt einfach. Und schmeckt Ingwertee gut? Ist er nicht zu scharf? Er ist ein bisschen scharf, ja, aber auf eine angenehme Art. Und mit Honig wird er süßer und milder. Du kannst auch weniger Ingwer nehmen, wenn du es das erste Mal probierst. Okay, ich bin gespannt. Ich werde es ausprobieren. Adele, weißt du, dieses Gespräch mit dir hat mir wirklich geholfen.
Ich fühle mich jetzt viel besser vorbereitet, auch wenn ich immer noch krank bin. Das freut mich sehr, Peter. Wissen ist wirklich Macht, besonders wenn es um die eigene Gesundheit geht. Und denk daran, jeder wird mal krank. Das ist ganz normal und nichts, wofür man sich schämen muss. Danke, Adele, das ist wahr. Krankheit gehört zum Leben dazu. Das Wichtigste ist, gut auf sich selbst aufzupassen und zu wissen, wann man professionelle Hilfe braucht. Absolut richtig, Peter. So, jetzt gehe wirklich nach Hause und ruh dich aus. Du hast heute genug geredet und dein Hals braucht eine Pause. Aha, ja, mein Hals wird es mir danken. Liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Wir hoffen, diese Episode war hilfreich und informativ für euch. Ja, und vergesst nicht, wenn ihr das nächste Mal krank seid, denkt an all die deutschen Wörter, die ihr heute gelernt habt. Übt sie, benutzt sie, und sie werden zu einem natürlichen Teil eures Wortschatzes. Genau. Und noch einmal. Schreibt in die Kommentare, welche Hausmittel ihr benutzt, wenn ihr krank seid. Wir sind so neugierig, von euren Traditionen Haiti zu lernen. Wir lesen alle Kommentare und antworten gerne. Eure Geschichten und Tipps sind für uns und für andere Lerner sehr wertvoll. Also, schreibt uns. So, jetzt mache ich mich wirklich auf den Weg. Apotheke, Tee, Ingwer, Thermometer und dann ab ins Bett. Ich habe einen Plan und ich werde gesund werden. Das ist die richtige Einstellung, Peter. Wir wünschen dir gute Besserung und hoffen, dich bald wieder gesund zu hören. Bis zur nächsten Episode, liebe Zuhörer. Bis bald, bleibt gesund und viel Erfolg beim Deutschlernen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und alles Gute.